Meine erste Weihnachtskarte in diesem Jahr ist eine Drehkarte. Ich zeige dir in diesem Video, wie ich sie gebastelt habe und was ich dafür für Materialien verwendet habe. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Und wir sind mittendrin in einem weiteren Video-Hop von Stempelfamilie & Friends. Wir zeigen dir kreative Ideen regelmäßig zu einem Thema und das Thema heute lautet Weihnachten im August. Wir verwenden bei unseren Anleitungen Produkte von Stampin' Up. Wir, das sind in diesem Fall Annalena, Merle, Karin, Maria und Silvia und ich. Ich zeige eine Drehkarte und habe dazu Materialien verwendet, hauptsächlich aus der Reihe Exklusiv Online, also Produkte, die du bei Stampin' Up online im Onlineshop sehen kannst. Bestellen kannst du sie direkt dort oder bei einer meiner Sammelbestellungen. Jetzt geht's aber los. Was habe ich verwendet? Das Produktpaket Perfekter Pickup mit diesem tollen Stempelset und der Handstanze für einen kleinen Pickup. Außerdem das Designerpapier Schlittenfahrt im Schnee und die Stanzformen Der richtige Dreh. Gibt es schon eine ganze Weile und bin schon gefragt worden, kannst du nicht mal eine Drehkarte zeigen, eine Anleitung? Klar, habe ich letztens schon mal die in Insta gezeigt. Eine Einladung für die beste Freundin oder die zweitbeste oder überhaupt die allerbesten Freundin zum Kaffee. Das war meine erste Drehkarte und jetzt habe ich sie gedacht, zeige ich die im Video zu einer Weihnachtskarte. Adventskarte, in dem Fall ist es Weihnachtskarte. Zum Weihnachtsfest jede Menge Freude. Und weil es heißt Weihnachten im August, geht es hier erstmal mit meinen Lieblingsblumen los, nämlich Sonnenblumen. Der Pickup trägt die Sonnenblumen und später frisch vom Feld den Baum fürs Weihnachtsfest. Und in der Sonderzustellung bringt er dann noch die Geschenke. Ja, wie geht das mit der Karte? Ich versuche so viel wie möglich, so einfach wie möglich zu erklären. Vielleicht ist es ja was für dich. Das würde mich riesig freuen. Ich habe das Designerpapier mir genommen und erstmal ein bisschen zurechtgelegt und experimentiert und dabei gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Vielleicht ist es für dich leicht, für mich nicht so. Wenn man hier so ein Stück Designerpapier hat und ein Element sucht, was man dafür verwendet, muss das ja alles in der Größe passen. Jetzt nehme ich das, was wirklich dann am Ende das Finale war. Und die anderen Sachen, die mir da noch so eingefallen sind, zeige ich später, wie ich das wo angepasst habe. Ich lege das einfach nochmal so zusammen. Ich mache das gern so, dass ich hier nicht stundenlang, tagelang, wochenlang durch die Stanzmaschine drehe auf dem Arbeitstisch. Deswegen habe ich das schon mal vorbereitet. Ich setze das einfach zusammen und zeige dir, wie ich bis dahin gekommen bin. Es gibt dieses Element für die Kartenfront in dem Stanzenpaket, also in dem Stanzformen-Set. Ich habe ausgemittelt und habe mir das Tatsache hier im Trocknen erstmal alles übereinander gelegt. Dieses Rädchen braucht man unbedingt. Habe ich hier schon ausgestanzt. Lege ich da oben hin, dann siehst du das. Dann habe ich dieses kleine Element am Ende gewählt. Ich dachte, es ging mit einer anderen Form. Ich habe diese genommen. In dem Set Der perfekte Dreh sind jede Menge drin. Diese Form hat hier oben ein kleines Loch, einen Kreis und das ist auch dieses Loch, wo wir am Ende die sämtlichen Markierungen, die wir eben in Löcherform hier haben, aufeinander setzen können. Auch die Scheibe passt da genau drauf und dann passt das Ganze zusammen. Deswegen ist das viel einfacher, als es aussieht. Ich habe das also so aufgelegt, habe dann gedacht, wo kommt das Loch hin? Oben oder unten. Hier siehst du, habe ich es oben hingesetzt. Es geht aber genauso unten und heute zeige ich auch unten, weil das mit diesem Motiv einfach am besten passt. Lege ich so drauf, dann habe ich mir schon mal einen Pickup vorbereitet. Ich stanze aber und stempel gleich nochmal ein und schaue, wie der hier unten durch meine Landschaft fährt und dann gucke ich, haut das mit der Perspektive hin. Natürlich haut das nicht so richtig hier hin, das Gras ist viel höher, aber ich denke, das verläuft sich. Wenn der Pickup nachher da sitzt, passt das, wirst du sehen. Okay, dann habe ich auch der Reihe nach gestanzt. Also alles noch Trockenübung, was ich hier zeige, macht aber nichts. Ich glaube, das hilft. Habe erstmal das erste Teil ausgestanzt, dann habe ich die Form beiseite gelegt, habe meine zweite da an dem Loch ausgerichtet, fixiert. Washi-Tape bietet sich dafür immer ganz gut an, das bleibt heil, aber das Teil stanzt es super aus und alles liegt zusammen. Und der Kreis kommt erstmal beiseite, das Element kommt auch beiseite und dann
ist mein Motiv soweit. Und das wird die Auflage für die Karte. Ich dachte mir, ich zeige auch mal ein bisschen Farbkombinationen, die mir so gefallen. Hier bin ich mit Waldmoos und dem Glutrot. Hier habe ich hauptsächlich Glutrot und hier geht es in das Abendblau. Okay, lege ich schon mal beiseite, werde ich nachher verwenden. Und jetzt geht es mit der Scheibe weiter. Hier habe ich die Scheiben. Und dafür brauche ich Folgendes. Mal sehen, ob ich das jetzt finde. Ich habe tatsächlich wieder was verräumt. Das ist doch zu schön. Genau. Ich habe mir natürlich noch eine Musterscheibe gemacht. Ich habe die Scheibe einmal ausgedreht. Für das ist die Schmierscheibe, das ist die Musterscheibe. Und dann auf das fertige Element dieses wieder aufgelegt, an dem Loch angepasst, fixiert und nochmal durchgedreht. Und damit ich mir meine fertige Karte nicht irgendwie beschmiere, habe ich jetzt praktisch das als dauerhafte Schablone. Okay, das heißt, ich lege das nochmal hier drauf, richte das mit dem Loch da oben aus. Notfalls nehme ich mir eine Klammer, ich habe hier diese Spreizklammern. Und was haben wir am besten? Moment, ich wühle mich mal da durch. Ich nehme eigentlich am liebsten die kleinen. Große gehen aber auch. So, nochmal, um es auszurichten, lege ich das hier drauf. Schiebe das hier rein. Die kann man mehrfach aufbiegen, also biege ich das auch schon mal auf. Das liegt so. Das ist mein Motiv. Den Probe-Pickup nehme ich jetzt, setze ihn hier vorne drauf. Wie soll er dann über die Karte laufen? So möchte ich ihn da hinsetzen. Also nehme ich mir jetzt mal so ein Hilfsmittel wie ein Bleistift und markiere mir das hier oben. So, das heißt, das ist meine Ausrichtung. Ist alles einfacher, wenn ich das Loch oben sitzen habe. Da liegt das einfach leichter. Aber so funktioniert das auch. Ich prüfe das nochmal, ob das alles passt. Und dann passt das alles. Der Probe-Pickup geht beiseite. Ich mache die Klammer wieder auf. Lege das hier oben hin und nehme eine Scheibe, die ich jetzt gestalten möchte. Wenn du die Scheiben ausstanzt, je nachdem wie stark oder weniger stark deine Stanzmaschine stanzt. Moment, jetzt muss ich natürlich erstmal den Haken hier hinten wieder ein bisschen zusammendrücken. Geht doch leichter. Dann hier drauf, richtig rum. Besser ist das. Ich stecke das da rein. Die Beinchen gucken beide raus. Bei mir ist das Raster drauf zu sehen, ganz leicht. Ich weiß nicht, ob du das hier siehst. Diese Dreiteilung von der Stanzform hier, vom Rahmen, von der Halterung. Ich gehe in eins dieser 3 Felder. Dadurch habe ich hier unten so einen leichten Bogen zu sehen. Lege das hier auf, schaue, dass reihum auch diese Perforierung oder dieser Wellenrand gleich liegt. Nehme hier natürlich eine Unterlage, weil ich werde daneben stempeln. Weiß ja, wo mein Pickup sitzt, das sehe ich hier. Und dann nehme ich mir den ersten Stempel und ab jetzt wird wirklich viel gestempelt. Ich dachte mir, heute zeige ich das Tatsache mal der Reihe nach. Manchmal habe ich das ja dann schon mal was vorbereitet. Aber heute habe ich wenig vorbereitet, weil wie gesagt, ich dachte, zeig dir mal, wie ich stempel. Ich habe mich entschieden, die Konturen in Espresso zu stempeln. Bei solchen Farben festzulegen, nehme ich gern das Designerpapier, die Rückseite davon. Da ist meistens an irgendeiner Stelle sind die Farben aufgeführt und das ist hier auch so. Und ich habe gesehen, das kommt ganz gut in der Mischung. Wie gesagt, mein Auto richtig aus, den Ring richtig aus und dann stempel ich das da rein. Das sitzt da so halb unten am Rand. Ich zeige das mal hoch. Genau, passt wunderbar. Und dazu gibt es gleich noch den Stempel Neuer Tag, neues Glück. So, falls wir also noch nicht im Advent sind oder in der Weihnachtszeit, passt das wunderbar. Ich gucke mal, wie ich das da oben gerade so ausrichten kann. Es geht nicht ganz gerade wegen dem G, das macht aber nichts. So, sitzt so ein bisschen leicht schief. Ich putze möglichst immer gleich alles hier hinten in meine Schrubberbox, weil, wie gesagt, wir werden jetzt der Reihe nach viele Stempel verwenden. Für diesen kleinen Stempel mit den Blumen gibt es in dem Stempelset auch nochmal, also den zweiten Schritt zum Stempeln. Ich habe mir aber gedacht, die Blumen koloriere ich mit der Hand. So, jetzt ist das nächste, wie rum drehe ich meine Scheibe. Ich drehe hier drüben so, dass ich nach rechts malen muss. Mal sehen, ob das richtig rum ist. Wenn das falsch rum geht, macht das nichts. Dann kannst du, wie bei dieser Karte da oben ist so ein kleiner Pfeil, den kannst du wunderbar als Stanzteil ausstanzen.
Ist also kein Problem. Jetzt muss ich mich nochmal mit dem Loch hier organisieren. Wie liegt das Auto gerade? So fährt das richtig. So ist gerade. Ja. Dann kommt das nächste, nämlich der Tannenbaum. Die Kontur wieder mit dem Espresso. Hier unten so reingesetzt, an die Rundung angepasst, wo ich ja weiß, das Auto sitzt leicht davor. Und ich denke, auch zum Abendblau passt der Baum in Waldmoos. Den zweiten Stempel, also mit dem Inhalt, also mit dem Blätterwerk, setze ich jetzt hier passgenau drauf. Hat auch funktioniert. Und immer schön alles wieder ab in die Kiste. Dazu gibt es einen kleinen Textstempel. Da steht drauf, frisch vom Feld, gehe ich wieder in mein Espresso. Gerade da sitzt er, frisch vom Feld. Wenn du da noch mehr reinsetzen möchtest, mach das. Da gibt es ja Möglichkeiten ohne Ende. Für mich reicht das so. Und die nächste Drehung, die letzte Drehung schon unten hingesetzt. Was fehlt noch? Genau, die Geschenke. Der Pickup bringt praktisch alles, was wir so brauchen zum Fest. Hier unten sitzen die Geschenke. Jetzt habe ich zuerst die Ausfüllung des Stempels genommen. Da habe ich mich Tatsache verstempelt. Das macht aber nichts. Haben wir heute etwas mehr braune Geschenke. Wir kriegen das trotzdem hin. Wir haben ja noch die Stifte. So, jetzt habe ich das da drauf gestempelt. Ich zeige dir das gleich hoch und werde dann zur Koloration in dem Fall etwas mehr. Ich brauche noch den Textstempel. Moment. Sonderzustellung, das finde ich ja nun wieder richtig schön. Müssen wir ein bisschen variieren. Die Sonderzustellung gibt es in Rot, sonst wird das echt zu braun, das Feld. Ruhig nochmal daneben stempeln, dann weißt du, mit wie viel Druck du da den Stempel reinsetzt. Das passt wunderbar. Sonderzustellung steht. So, mal schauen, ob ich noch was vergessen habe zu stempeln. Ja, aber das machen wir später. Also erstmal alles schön zu. Ich muss ja noch den Pickup arbeiten. Und ich zeige dir erstmal, was hier die Drehung so macht. Ich mache das Feld mal, ich zeige es mal hoch, Sonderzustellung. Siehst du, da habe ich mich in den Farben vertan. Neuer Tag, neues Glück, das erste. Und frisch vom Feld, der Baum. So, jetzt mache ich das ab, weil brauche ich im Moment nicht. Die Klammer lege ich nach hinten. Und bei den Geschenken greife ich mal einmal schnell nach hinten und hole den glutroten Stift, sonst wird mir das hier zu bräunlich. Und mal so ein bisschen glutrote Geschenke drauf. Und eins noch in Boho-Blau. Entweder, ich habe kein Abendblau, habe ich festgestellt. Und da habe ich mir gedacht, was sieht fast so aus wie Abendblau? Genau, das ist Boho-Blau. Und dann kommen die Sonnenblumen. Da nehme ich das Waldmoos. Je nachdem, wie filigran du das gestalten möchtest, nutze auch die Effekte von den Stampin' Blends, von den Alkoholmarkern. Ich male hier Tatsache im Moment nur ganz einfach aus. Würde einfach zu lange aushalten. Wenn ich jetzt aushalten, heißt das so? Aufhalten heißt es. Da ist das Wort wieder. Mensch, war mir doch wieder ein Wort verloren gegangen. Wenn ich das jetzt hier noch verblenden würde, das würde einfach zu ewig dauern, habe ich mir gedacht. Und ihr wollt ja noch unbedingt schauen, was die anderen Mädels in unserem Beauty-Hop gestaltet haben. So, das ist die Scheibe. Und wenn wir einmal am Stempeln sind, bevor wir jetzt die Scheibe ransetzen, kommt der Pickup. Weil was schief geht, machen wir den mal lieber und stempeln und stanzen den. Da nehme ich wieder für die Kontur Espresso, weil das verläuft sich dann gut in der Landschaft mit den espressofarbenen Bäumen. Ich setze mal einen Pickup hier hin und überlege, ob ich für Notfälle noch ein Stück Pickup hier hinten hinsetze. Man weiß ja nie, ob jetzt was schief geht. Genau, da sitzt er. Die Kontur. Es gibt dann zwei Stempel zum Ausfüllen. Das eine ist die Karosserie. Da habe ich mich mit mir geeinigt.
Hier, dieses Blütenrosa ist auch in dem Designerpapier drin, gefällt mir aber gar nicht. Ist logisch, dass mir das nicht gefällt, klar. Ich nehme Blutrot und setze es hier möglichst so exakt wie möglich rein in die Konturen. Das hast du gesehen. Ich muss mit Druck arbeiten, sonst ist das Auto nur halb koloriert. Ich mache das gleich nochmal. Zur Lücke, ne, es passt, aber ich setze noch ein zweites und schaue mal, dass ich das besser hinkriege. Aufsetzen und wirklich bis zum Schluss den Druck. Und da ist die Karre. Blutrot. Das zweite, was man genauso schön setzen kann, was aber auch genauso schön schief gehen kann, das sind hier die Reifen. Ich gucke mal, ob ich da so einen kleinen Block finde. Wenn es schwierig ist mit den Teilen, man Sorge hat, sie verrutschen, dann lege ich das Tatsache hier auf und nehme es so hoch. Die Reifen, dachte ich mir, komme ich mit Memento am besten. Ich mache hier erstmal meinen leicht verunglückten. Schaue, wie ich das positioniere. So rum nämlich. Die Rundungen nach unten und da genau rein. Jetzt hat es echt genau gepasst, aber der ist ja leicht verunglückt. Gucken wir mal, ob ich das hier genauso gut sehe. Schau mal. Exakt sitzen die Reifen da drin. Wunderbar. Das haben wir also auch. Und jetzt lege ich den mal hinter, nehme meine Stanze endlich zur Hand und stanze mein Pickup aus. Den Rand ausmitteln. Und da ist er, da fliegen noch ein paar Teile ringsrum, die zeige ich in einem anderen Video oder vielleicht hast du das natürlich schon gesehen. Du kannst auch noch den Pickup einfach nur zusammenkleben. Also das ist dann Punch Art, sprich aus den ausgestanzten Teilen ohne zu stempeln, kannst du natürlich auch einbauen. Aber ich habe ja hier gestempelt, das passt hier ganz gut. So, da ist er. Und jetzt schauen wir mal, wie wir das Ganze zusammensetzen. Ich nehme meine Karte, ich nehme die Scheibe, ich nehme den Stift, der ist noch gut. Und ich setze zusammen. Durch die äußere Karte, durch die Scheibe und hinten aufdrücken, gut fixieren. So, da sitzt sie, die Scheibe, da ist das erste. Und jetzt drehe ich mal rum, das zweite und das dritte. Und wie rumdrehen wir in echt? So, also einmal Baumschlagen aus dem Wald und Pakete, Geschenke. Wunderbar. Jetzt ist das nächste, noch klebe ich nicht. Ich nehme meinen Pickup, setze mir den hier unten hin, weiß jetzt, wo er sitzt und habe hier drin noch einen echt coolen Stempel. Und mit dem bekommen wir das jetzt auch hin, dass wir da unten die Landschaft irgendwie ein bisschen manipulieren, sage ich mal so, dass die nicht mehr aussieht wie, als ob sie größer wäre. Wir stempeln jetzt hier unten nämlich ein bisschen Straße und Weg hin. Müssen schauen, ob du den ersten, den zweiten Abdruck nimmst. Ich gucke mal, wie sich das jetzt hier so entwickelt. Ich schiebe das weg und denke, hier sitzt in etwa mein Auto. Und wie gesagt, da ich ja so ein klein wenig das kaschieren möchte, dass es hier eine ganz andere Landschaft gibt, setze ich das hier unten einfach ein bisschen öfter hin. Und ich glaube echt nur Insider, die da werden das finden. Ich kenne Leute, die das in jedem Fall finden, aber wir machen das jetzt mal so. So, das habe ich und dann arbeite ich an dieser Stelle. Kannst du natürlich die Abstandsklebepunkte nehmen, die kleinen oder großen. Ich habe gesehen, im Streifen gibt es ja auch diese Streifen. Die gehen da echt gut. Ich setze hier oben an, lege den hier rüber, so dass die Scheibe frei läuft. Ich kann die auch abziehen, also mache ich zumindest. Habe da oben einen sitzen, habe hier unten einen sitzen. Ich habe einen sitzen, genau, ziehe ich ab. Und jetzt habe ich noch so ein Stück und da setze ich ein Element hier drüben hin, reiße noch ein Stück ab und das andere daneben. Und dann ist das für mich fixiert. Die sind etwas, wie ist das richtige Wort, etwas höher als die Abstandsklebepunkte. Also wenn du Abstandsklebepunkte verwendest, also wenn ich das machen würde, würde ich 2 verwenden, um auf diese Höhe zu kommen. Aber ich denke, ich brauche keine. Ich glaube, es dreht sich ganz gut. Ich nehme die einfach, damit ich da ein bisschen mehr Luft habe, um meine Drehung gut hinzukriegen. Setze ich hier vorne drauf. Du weißt, es ist ein englisches Maß, also es hat nichts mit der, so wie wir sonst unsere Karte zuschneiden, zu tun mit den Größen. Das mittel dir so aus, wie du glücklich bist. Ich bin immer der Meinung, im Zweifelsfall unten mehr Rand.
Mein Kartenrohling ist das A4-Blatt von 21 bei 14,85 quer geschnitten. Dann erhalte ich 2 Karten aus dem Papier. Und ich habe das jetzt also so aufgesetzt und kann das wunderbar drehen, kann die einzelnen Elemente super hier durchdrehen. Los geht's ja, weil wir haben August mit den Sonnenblumen. Und dann nehme ich mir meinen Pickup, den schöneren von beiden. Ich packe mal Reifen weg, ne? Sonst habe ich noch ein Problem. O bis O Reifenwechsel fällt mir dabei immer ein. Gut, okay, so, das haben wir auch geklärt. Dann nehme ich hier schon mal Abstandsklebepunkte für den Pickup. Drehe mir das Element genau in die Mitte. Am besten anzupassen ist es hier, finde ich, bei dem Tannenbaum, weil da muss man ganz genau aufpassen. Ich gucke nochmal, ob man bei den Geschenken auch genau passen muss. Ja, rum wie numm, ne? Also ich gehe nochmal auf den Tannenbaum. Da ist er. Okay, da unten auf das Rad, da aufs Rad und da ein bisschen aufs Fahrerhaus. Müsste es passen, ohne, du weißt schon, warum ich das so genau mache, ne? Weil ich will ja nicht das Loch festkleben. Dann dreht sich ja nichts mehr. Ist ja immer dasselbe. So, das haben wir. Das setzen wir. Fährt das so ein kleines bisschen aus dem Bild raus. Ich habe es noch nicht ganz doll angedrückt, noch könnte ich bewegen. Ich schaue jetzt erstmal, was meine Ladung macht. Perfekt. Geradezu perfekt und neues Glück. Wunderbar. Das sitzt super. Und damit man von vorne bis hinten weiß, dass es eine Weihnachtskarte ist, kannst du natürlich das Innenblatt auch noch gestalten. Das kriege ich hier rein. Das habe ich zugeschnitten in diesem Fall bei 10 mal 14,3 cm. Dann ist die Mattung reihum. Könnte aus meinem Stempelset mit kleinen Elementen von vorne noch mal was nach innen rein übertragen. Ich lege das aber erstmal so rein und dann habe ich hier noch ein paar Streifen und passe jetzt noch mal an, was am besten zu meiner Karte funktioniert. Und ich glaube, ich arbeite noch mal mit einem roten Streifen. Ich habe überlegt, hier habe ich ja einen oben, einen unten hingesetzt. Wo sieht das am besten aus? Mache ich den ganz flächig oder nicht? Setze ich ihn hier unten? Ich glaube, hier unten sieht es auch nicht falsch aus, oder? Wird das zu rot da unten oder da oben? Während ich da noch denke, nehme ich mir den zweiten Streifen und stempel erstmal die Schrift. Und da habe ich hier drin zum Weihnachtsfest jede Menge Freude. Ich könnte übrigens auch das Ganze als Gutschein gestalten und Palmen, das heißt ein Urlaub unter Palmen, eine Ladung Sonnenschein verschenken. Aber hier gibt es jetzt erstmal Weihnachtsgrüße, ganz traditionell, ohne Palmen. Bayer Palmen für die Weihnachtsgeschichte eigentlich die richtige Flora sind. Das muss ich nochmal bedenken, ob das jetzt grammatikalisch richtig war, aber das ist auch nicht so wichtig. Ich will vor allem hier fertig stempeln, damit du dann spätestens jetzt zu den Mädels gehen kannst und schauen kannst, was sie Tolles für dich vorbereitet haben zum Thema Weihnachten im August. Es ist eigentlich schon speziell, dass es schon wieder August ist, finde ich. Eben war ja noch Januar. Ich wollte dir so viel zeigen und alles hängen geblieben, irgendwo unterwegs. Jetzt messe ich mal einmal kurz mit einer dieser Karten, lege ich das mal auf, dass ich meinen Streifen richtig abschneide. Ich bleibe bei Rot. Da oben gefällt es mir deswegen nicht, weil ich den Baum da so verballer. Siehst du das? Ich könnte da mal ein bisschen variieren. Ich variiere mal ein wenig, ne? Machen wir jetzt einfach. Ist so. Muss ja nicht immer alles gleich sein. So. Ich lasse das. Du siehst, sie ist unentschlossen. Ein bisschen ist es da unten auch schön. Es geht aber auch ganz anders, dass ich es komplett weglasse und den Gruß innen rein stemple. Auch das wäre möglich. Je mehr ich drüber nachdenke, umso mehr finde ich das auch eine gute Option. Und was ich noch machen kann, ist, dass ich ein Reststück von dem Designerpapier einfach innen nochmal mit reinklebe. Ich glaube, das finde ich auch sehr schick. Okay, das entscheide ich noch. Du kannst da gerne auch nochmal deine Idee dazu vermelden. Gegen diese Sache auf dieser Seite spricht, dass dann alles hier drüben linkslastig ist. Gefällt mir gar nicht. Hier unten finde ich es einfach zu quetschig, ne? Und da oben mag ich den Baum so. Also, das wird innen reingehen.
Hier ein Stück Designerpapier schneide ich mir gleich noch zu. Und dann baue ich schon mal mein Schlussbild auf. Wollte dir ja aber noch zeigen, wie das mit dem Ausmitteln von diesen Designerpapieren am besten geht. Also ich finde die Karte den Kracher, oder? Muss ich schon sagen, also mag ich schon echt. Okay, hier wollte ich vorhin noch zeigen, da habe ich lange hin und her geschoben, meine Scheibe und mein Motiv. Und das Ende vom Ding wäre gewesen, dass das Loch hier oben in dieses wunderschöne Tor reingegangen wäre. Siehst du das? Hier hinten ist so ein schönes Tor. Also deswegen Empfehlung, lange ausmitteln, bis das passt. Hier musste man sehr aufpassen, dass man den Zaun irgendwie integriert, weil da passt das Auto gerade so dran. Und bei dem hier, da ging eigentlich alles schief und dann finde ich es trotzdem perfekt, weil eigentlich wollte ich den Kreis unten haben, ging aber gar nicht, passte nicht, funktionierte nicht. Und deswegen habe ich ihn da oben hingesetzt und auf einmal sitzt der Fuchs auch an der richtigen Stelle. Die Größe der Bäume, da können wir nochmal drüber reden, aber kann es auch lassen. Also man hätte es noch etwas tiefer setzen können. Aber nicht mehr viel, weil der Fuchs, ja, der Fuchs. Also das sind so Sachen, kann man überlegen. Auch aus dem Designerpapier. Dieses Motiv finde ich sehr passend. Und bei dem hier, das wollte ich dir schon fast in echt zeigen, hatte dann schon mal angefangen, das auszumitteln. Und das Ende vom Lied, ich wollte Sterne draufhauen und dann lief es auch nicht mehr. Schau mal, und zwar habe ich in den Stanzformen gibt es auch noch Sterne. Du kannst natürlich trotzdem die Scheibe hier reinsetzen. Das funktioniert. Da oben an den Kreis. So. Dann musst du gucken, dass man das, ja, eigentlich geht das mit dem Gold nicht. Also es gibt Dinge, die funktionieren nicht. Andererseits will ich dich dazu einladen, das einfach mal auszuprobieren und zu experimentieren und zu sagen, ja, kann man machen, funktioniert, schlechte Idee, gute Idee. Den Rest kann man immer verbasteln, glaube mir. Zeig demnächst mal ein paar Ideen zum Verbasteln von Resten. Ja, okay, hier nochmal meine Einladung zum Kaffee. Da, wie gesagt, drehen wir andersrum. Das war einfach der Not geschuldet, dass ich falsch rum gestempelt habe. So, das war's. Und jetzt Videohop Stempelfamilie und Friends, so heißt es richtig. Schau unbedingt bei den anderen Mädels vorbei. Die haben ganz tolle Ideen. Ich mache das auch gleich. Und ansonsten gibt es bei mir hier noch mehr Ideen. Also bleib dran, schau bei mir, schau bei den anderen. Bis bald im nächsten Video.